Herzlich willkommen Krebs auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im August 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und deinen Aszendent. Und für persönliche Legungen besuch gerne meine Webseite. Los geht's für Krebs bitte. Was kommt im August 2025 auf Krebs zu? Hoffentlich kein dreckiger Tisch, so wie bei mir. Was erwartet Krebs? So, wie viele Karten sind das? 2, okay, gut. 2 Zehner, na die nehmen wir. 10 der Kelche, hier die 10 der Münzen und, also gut, ja nicht besser, aber dennoch. Und im Unterdeck habe ich die 8 der Kelche. Also Krebs, ich habe das jetzt eigentlich intuitiv, die 8 der Kelche unter die 10 der Kelche gelegt, aber es passt ganz gut und hat anscheinend auch seinen Sinn, weil du siehst ja hier, wie der Mann sich aufmacht und du gehst hier zu den 10 der Kelchen. Und das ist auch diese typische Karte, weil wir sind hier bei den 8 der Kelchen und du brauchst noch 2, damit du eben bei der emotionalen Wunscherfüllung bist. Und im August wird sich das auch erfüllen. Ich habe hier auf der einen Seite die emotionale Wunscherfüllung und auf der anderen eben diese finanzielle bzw. eher materielle, ja. Und die 10er Münzen sind ja auch dieses familiäre, also Kinder, Hochzeit, eine langfristige Partnerschaft, was du halt möchtest. Hier zweimal die 10, es geht hier wirklich um einen Abschluss. Also wenn du hart an dir gearbeitet hast oder vollkommen egal in welchem Bereich. Bei manchen Menschen geht es um alle Lebensbereiche, so wie bei mir. Ich bin ja auch Krebs. Aber hier geht es einerseits um deine Emotionen, du wirst hier endlich glücklich sein und auch finanziell wird es dir dann ab August auch besser gehen. Einerseits vielleicht hilft dir hier jemand, aber auf der anderen Seite kannst du auch hier einen finanziellen Zuwachs durch andere Möglichkeiten erhalten. Also vielleicht gewinnst du hier irgendwo etwas, hast vielleicht auch mit den Gerichten irgendetwas am Laufen, wo dir einfach Geld zusteht und das kann hier reinflattern. Die 10 der Münzen sind auch immer so ein Lottogewinn, aber das war auch bei anderen Tierkreiszeichen. Ich möchte mich hier auf keine Summe festlegen. Wenn du im Lotto gewinnst, dann wirst du ohnehin im Lotto gewinnen. Es ist eine kollektive Legung, das heißt, für manche trifft alles zu, für manche nur ein kleiner Teil und für andere wiederum ist die Legung einfach nicht. Es geht hier aber auch darum, dass du auf nichts wartest, was nicht für dich bestimmt ist, beziehungsweise jetzt im Moment einfach nicht für dich bestimmt ist. Das Universum kennt keine Zeit, anders als wir Menschen, leider. Aber es geht hier einerseits sehr stark um dein finanzielles bzw. berufliches Leben im August. Hier kommt der Erfolg, aber hier mit den 8 der Kelchen, wenn du die ganze Zeit schon mit dem Gedanken spielst, dass du die Position wechselst, vielleicht machst du dich selbstständig, wie auch immer, weil mit den 8 der Kelchen ist es immer so, man hat eine Chance genutzt, das war eben das Ass der Kelche und dann bei den 8 der Kelchen kommt man drauf, jetzt erfüllt es mich nicht mehr, ich möchte mehr, ich möchte etwas anderes. Dass du dich dann einfach umschaust, das kann aber auch in einer Beziehung sein, dass du in einer Partnerschaft bereits bist und sagst, das macht mich nicht mehr glücklich. Einerseits, dass du vielleicht endlich mit deinem Gegenüber zusammenziehen möchtest, dass du auch sagst, du möchtest jetzt eine Stufe höher. Und da ich hier zweimal die 10 habe, die 10 steht auch für das Rad des Schicksals, also es kommt hier zu positiven Veränderungen. Aber wie gesagt, das kommt halt dann, wenn du vielleicht gar nicht mehr damit rechnest, weil das Universum, wie gesagt, Zeit ist fließend, auch wenn das eine Monatslegung ist. Das Universum hat ja immer andere Pläne mit uns als wir selbst. Wie geht's weiter für Krebs, bitte? Wie geht's weiter für Krebs, bitte? So, okay. Ich habe jetzt 2 Karten und hier habe ich den Nahen. Ich nehme die jetzt einfach, weil die auch sich schon aufgedeckt haben. So, dann braucht man nicht mehr mischen, Krebs. Aber das auch erledigt. So, also ich habe einerseits die 8 der Stäbe, dann habe ich hier die 5 der Münzen, dann habe ich die 0er Karte, das ist der Narr und hier im Unterdeck habe ich die 3 der Schwerter. Wie ich es hier jetzt schon gesagt habe, mit der 10 geht es ja auch ums Rad des Schicksals und hier mit den 8 der Stäben kommen positive Nachrichten auf dich zu, beziehungsweise kommt überhaupt einmal Bewegung in eine Sache, also entweder liebestechnisch oder hier mit den 3 der Schwertern. Du kannst aktuell Liebeskummer haben, weil sich vielleicht nichts tut oder du schon in Kontakt mit jemandem warst. Das hat dann zu nichts geführt oder der hat dann den Kontakt abgebrochen, beziehungsweise
kann es hier auch wirklich eine Trennung gegeben haben. Also du hattest vielleicht schon deine 10er Münzen, dass du schon in einer Partnerschaft warst und dann plötzlich, wie auch immer, also entweder hast du das beendet oder dein Gegenüber. Und hier kommen aber positive Veränderungen. Hier kommt mit der Nullerkarte der Neuanfang. Ich weiß, im klassischen Sinn ist danach der Neuanfang. Für mich ist es aber erst die Vorbereitung auf den Neuanfang. Und der wirkliche Neuanfang beginnt dann mit der 1. Warum? Weil der Narr, da geht es ja darum, dass man sich einfach leicht macht. Man reist mit leichtem Gepäck. Du siehst ja hier, der Narr reist ja dann nicht mit 50 Kilo Koffer und weiß der Kuckuck und Weekender und alles, ja. Und da ist er auch nicht behängt, sondern der hat einfach seine Rose, seine Blume in der Hand, der macht die Augen zu, spaziert da am Abgrund und da hat das ein Jausensackerl mit oder was auch immer das sein soll und der vertraut einfach. Und bevor wir überhaupt einen Neuanfang wagen können, müssen wir das Alte weg. Wir müssen uns ja von dem, was uns belastet oder uns einfach nicht mehr dient, befreien, damit wir wirklich bereit sind, etwas Neues einzugehen, etwas Neues zu wagen. Und auf der anderen Seite eben auch, und das ist das Schwierigste, selbst für mich als Kartenlegerin, eben das Vertrauen zu haben, dass man Hindernisse überwinden kann, egal wie klein oder wie groß die sind, und dass halt alles seinen Grund hat. Auch wenn es dir jetzt zum Beispiel schlecht geht, warum auch immer, auch das hat seine Berechtigung. Natürlich fühlt sich das Ganze nicht schön an, aber am Ende wirst du irgendwann erkennen, warum das Ganze einen Grund hatte. Hier mit den 5 der Münzen, hier geht es sehr stark um einen Mangel. Also wenn es dir aktuell wirklich nicht gut geht, entweder weil du Liebeskummer hast oder weil die Finanzen auch nicht so gut ausschauen, ja, das wird hier rausgehen mit der Nullerkarte, aber auch du hast hier die 10 der Kelche als erste Karte und die erste Karte bestimmt immer die Energie der ganzen Legung, ja. Also es geht hier nicht darum, dass es dir gut geht und dann sagst, bist du im Mangel und dann geht es dir wieder schlecht. Nein, Krebs, es ist umgekehrt. Wenn du aktuell Mangel hast, weil du jemanden vermisst etc., der geht raus, du bist ja dann beim Narren, du wirst dich von dem lösen und auch mit den 8 der Stäben. Das ist eine positive Veränderung, es geht hier einfach um den Fortschritt und hier kommen positive Nachrichten rein. Dieser Mann, es ist ja in den meisten Fällen ein Mann, der wird sich wieder bei dir melden. Du bist halt für ihn die 10 der Münzen, du bist eine emotionale Wunscherfüllung, vielleicht hat er das erst während der Trennung festgestellt oder während dieser Distanz, ja, muss er nicht immer zwingend um eine richtige Trennung gehen, aber der vermisst sich hier mit den 5 der Münzen und der will hier einfach mit dir wieder Leichtigkeit, der möchte einfach einen Neuanfang mit dir, ob du das willst, Krebs, das ist etwas vollkommen anderes, wenn du sagst, mich interessiert das Ganze nicht mehr, dann sei es drum, aber generell, abgesehen jetzt von der Liebe, hier kommen positive Nachrichten rein. Das heißt, wenn du dich wirklich irgendwo beworben hast, dann kann es sein, dass du eine Zusage bekommst, aber in puncto Mangel, was das Berufliche angeht oder eben auch gesundheitsmäßig oder finanziell, du wirst dich hier leichter fühlen. Mit den 10er Münzen nämlich wirklich irgendwie so wahr, dass du etwas Unerwartetes bekommst. Also vielleicht hilft dir hier wirklich jemand, der sagt, hey Krebs, ich sehe dich jetzt die ganze Zeit schon, wie du kämpfst und ich möchte dir helfen, weil ich auch sehe, dass es dir einfach nicht gut geht damit. Und auf der anderen Seite eben auch, dass ich jetzt endlich etwas lösen kann. Ja, also wenn du wirklich mit Gerichten oder Behörden oder so zu tun hast, dass das Ganze dann endlich rausgeht, dass man das Ganze abschließen kann und du hier wirklich auch zu Geld kommst, dass dir auf der einen Seite zusteht. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass du vielleicht aus welchen Gründen auch immer mehr bekommst. Vielleicht, weil sich das Ganze schon so lange hinausgezögert hat, wie auch immer. Das ist wirklich nur für einen kleinen Teil. Aber du bekommst hier etwas, womit du nicht rechnest, beziehungsweise bekommst du mehr, als eigentlich vereinbart war oder mehr, als du eigentlich gerechnet hast. Also Krebs, es wird ein guter Monat. Ja, im Moment kann es dir vielleicht sehr schlecht gehen, egal worauf du jetzt schaust, aber das geht heraus. Wichtig ist aber, dass du wirklich vertraust, dass auch Mangelsituationen oder Situationen, wo es dir einfach nicht gut geht, dass diese ihre Berechtigung haben, aber dass du auch eben das Vertrauen hast, dass du das überwinden kannst und irgendwann wirst du sehen, warum das so war. Auch wenn das sehr schwierig ist, Krebs, ich weiß. Also, in diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.